Fast ein Jahrzehnt lang haben Wissenschaftler die Quelle eines tödlichen neuen Virus durch Chinas höchste Berge und abgelegenste Höhlen gejagt. Schließlich fanden sie es hier, in den Fledermäusen der Shitao-Höhle. Dabei handelt es sich um ein Coronavirus, das 2003 eine Epidemie des schweren akuten Atemwegssyndroms, genannt SARS, verursachte. Coronaviren sind eine Gruppe von Viren, die mit kleinen Proteinspitzen bedeckt sind, die wie eine Krone aussehen, auf Lateinisch Corona. Es gibt Hunderte bekannter Coronaviren. 7 von ihnen infizieren den Menschen und können Krankheiten verursachen. Das Coronavirus SARS-CoV verursacht SARS, MERS-CoV verursacht MERS und SARS-CoV-2 verursacht die Krankheit Covid-19. Von den 7 humanen Coronaviren verursachen 4 Erkältungen, milde, hoch ansteckende Infektionen von Nase und Rachen. 2 infizieren die Lunge und verursachen sehr viel schwerere Erkrankungen. Der 7. Covid-19 weist Merkmale beider Erreger auf. Er breitet sich leicht aus, kann aber auch die Lunge schwer schädigen. Wenn eine infizierte Person hustet, werden virushaltige Tröpfchen ausgestoßen. Das Virus kann andere Personen infizieren, wenn die Tröpfchen in Nase oder Mund gelangen. Coronaviren übertragen sich am besten in geschlossenen Räumen, in denen Menschen dicht beieinander sind. Kaltes Wetter verhindert das Austrocknen ihrer empfindlichen Hülle, sodass das Virus außerhalb eines Wirts länger überlebt, während die UV-Strahlung von Sonnenlicht es schädigt. Diese saisonalen Schwankungen sind für etablierte Viren von größerer Bedeutung. Da aber noch niemand gegen ein neues Virus immun ist, hat es so viele potenzielle Wirte, dass es keine idealen Bedingungen für die Verbreitung braucht. Im Körper nisten sich die Proteinspitzen in den Zellen des Wirts ein und verschmelzen mit ihnen, wodurch das Virus die Maschinerie der Wirtszelle kapern kann, um seine Gene zu replizieren. Coronaviren speichern ihre Gene auf RNA. Alle Viren sind entweder RNA- oder DNA-Viren. RNA-Viren sind in der Regel kleiner und haben weniger Gene, was bedeutet, dass sie viele Wirte infizieren und sich in diesen schnell vermehren. Im Allgemeinen haben RNA-Viren keinen Korrekturmechanismus, DNA-Viren hingegen schon. Repliziert sich ein RNA-Virus, ist es also viel anfälliger für Fehler, sogenannte Mutationen. Viele dieser sind nutzlos oder sogar schädlich, aber manche machen das Virus für bestimmte Umgebungen besser geeignet, zum Beispiel eine neue Wirtsart. Epidemien treten oft auf, wenn ein Virus von einem Tier auf den Menschen überspringt. Das trifft auf die RNA-Viren zu, die die Ebola-, Zika- und SARS-Epidemien sowie die Covid-19-Pandemie verursacht haben. Auch im Menschen mutiert das Virus weiter, normalerweise nicht so stark, dass ein neues Virus entsteht, aber genug, um neue Variationen oder Stämme zu bilden. Coronaviren unterscheiden sich in einigen Punkten von den meisten anderen RNA-Viren. Sie gehören zu den größten, das heißt, sie haben die meisten Gene. Das schafft mehr Möglichkeiten für schädliche Mutationen. Um dem entgegenzuwirken, haben Coronaviren ein einzigartiges Merkmal. Ein Enzym, das nach Replikationsfehlern sucht und sie korrigiert. Dadurch sind Coronaviren viel stabiler und haben eine geringere Mutationsrate als andere RNA-Viren. Das mag zwar beängstigend klingen, aber die langsame Mutationsrate ist ein vielversprechendes Zeichen für deren Bekämpfung. Nach einer Infektion kann unser Immunsystem Krankheitserreger erkennen und sie bei erneutem Eindringen schneller vernichten, damit sie uns nicht krank machen. Mutationen können jedoch dazu führen, dass Viren vom Immunsystem schlechter erkannt und nicht hinreichend bekämpft werden. Sie können auch antivirale Medikamente und Impfstoffe weniger wirksam machen, weil diese ganz speziell auf ein Virus zugeschnitten sind. Deshalb brauchen wir jedes Jahr einen neuen Grippeimpfstoff. Das Grippevirus mutiert so schnell, dass ständig neue Stämme auftauchen. Die langsamere Mutationsrate der Coronaviren bedeutet, dass unser Immunsystem unsere Medikamente und Impfstoffe sie möglicherweise länger nach der Infektion erkennen und uns daher besser schützen können. Dennoch wissen wir nicht, wie lange unser Körper gegen verschiedene Coronaviren immun bleibt. Es gab noch nie eine zugelassene Behandlung oder einen Impfstoff für ein Coronavirus. Wir haben uns nicht auf die Behandlung der Erkältungsviren konzentriert. Obwohl man inzwischen Mittel gegen SARS und MERS entwickelt hat, endeten die Epidemien, bevor diese klinisch getestet wurden. Da wir immer weiter in den Lebensraum von Tieren eindringen, sagen einige Wissenschaftler, dass es unvermeidlich ist, dass ein neues Coronavirus auf den Menschen überspringt. Aber wenn wir diese Unbekannten erforschen, muss das nicht verheerend sein. Hast du manchmal das Gefühl, nicht genug über deinen eigenen Körper zu wissen? Abonniere diesen Kanal und erfahre alles über Haarausfall, Muskelwachstum und die Frage, warum wir an so vielen zufälligen Stellen Haare haben.
Bleib neugierig, bleib informiert.